Ich schreibe das jetzt in zwei Weisen. Also erstmal, ich schreibe so, wie wir das die ganze Zeit geschrieben haben und dann so, wie wir das im Alltag sagen. Also ich habe auf dem Konto plus 80 Euro. Wie sagen wir normalerweise, was habe ich? 80 Euro. Okay, dann sage ich jetzt, ich habe bekommen, also welche Rechenzeichen? Plus, aber ich habe eine Rechnung von 20 Euro bekommen. Minus 20. Wie sagen wir im Alltag? Was muss ich hier dann rechnen? 80 minus 20. Dann, ich muss abgeben, Rechenzeichen, minus, ich muss 12 Euro abgeben. Okay, aber wie sage ich das? Ich muss 12 Euro abgeben. Minus 12, ja. Ich bekomme 5 Euro als Geschenk. Ich bekomme plus 5 Euro als Geschenk, plus 5. Wie sage ich das im Alltag? Einfach plus 5. Bei mir wurde falschweise 30 Euro abgebucht und die haben das rückgängig gemacht. Was bedeutet rückgängig machen? Welche Rechenzeichen ist es? Rückgängig. Minus. Es wurde rückgängig gemacht. Aber die 30 Euro Abbuchung, was bedeutet 30 Euro Abbuchung? Minus 30. Und was bedeutet das im Alltag? Was passierte mit meinem Konto? Wenn Abbuchung wurde rückgängig gemacht, wird mehr. Das bedeutet, wie schreibe ich das als Aufgabe? Wenn mehr wird, es wird um wie viel mehr? Das bedeutet, was bekomme ich auf mein Konto? Also wie schreibe ich das als Rechenaufgabe? Plus 30 Euro. Ich bekomme auf mein Konto. Abbuchung wurde rückgängig gemacht. Also ich bekomme das Geld auf mein Konto. Okay, dann lass uns schauen. Was haben wir dann jetzt am Ende? Ich hatte hier Plus und Minus. Was sollte ich eigentlich schreiben? Minus. Ich habe hier Minus Plus. Was sollte ich schreiben? Minus. Jetzt habe ich Plus Plus. Was schreibe ich? Plus. Und jetzt habe ich Minus Minus. Was bleibt dann? Und wer kann mir das jetzt in eine Regel formulieren? Ganz genau, wenn wir gleiche Vorzeichen und Rechenzeichen haben, dann haben wir ein Plus. Bei unterschiedlichen Vor- und Rechenzeichen bleibt Minus. Bei gleichen Rechen- und Vorzeichen bleibt Plus. Okay, dann habe ich jetzt meinen Term einfach aufgeschrieben, ohne unnötige Zeichen, ja? Und wie kann ich jetzt diesen Term ausrechnen? Ich habe jetzt ganze Reihe von Addition und Subtraktion, beziehungsweise ich könnte das auch als positive und negative Zahlen betrachten. Was mache ich dann? Jetzt, wenn ich die Zahlen anschaue, dann schaue ich auf Zeichen vor den Zahlen. 12 wird abgebucht oder ich verliere die 12, ich verliere die 20. Das bedeutet, nur die zwei Zahlen werden dann abgezogen. Und was kann ich jetzt noch machen? 30 und wo ist noch positive Zahl? 80. Das bedeutet, ich könnte erstmal alle positive Zahlen zusammenrechnen, ja? Oder negative, ist egal in welcher Reihenfolge. 115. Da sind unsere positive Beträge zusammen. Und was muss noch abgezogen werden? Negative Zahlen zusammen, die werden abgezogen. Und jetzt rechne ich so, wie wir das kennen. Also hätte ich hier zwei unterschiedliche Vorzeichen. Also ich habe hier in dem Fall auch, also Plus und Minus. Wie rechne ich das dann, wenn zwei Zahlen mit unterschiedlichen Vorzeichen sind? Also erstmal 83, dann wie gesagt hat, ich nehme jetzt Vorzeichen von der größeren Zahl plus, aber jetzt möchte ich, dass wir unnötige Vorzeichen nicht schreiben. Wenn wir hier Plus als Vorzeichen haben, lassen wir das. Aber hätte ich hier Minus als Vorzeichen, dann muss man das schreiben. Aber das Wichtigste ist, bei dem Schritt könnte man erstmal alle positive Zahlen addieren, alle negative Zahlen addieren und dann das ausrechnen. Es kann natürlich auch sein, dass eine positive Zahl und negative Zahl sich vernichtet. Dann braucht man das natürlich nicht zusätzlich schreiben, könnte man dann leicht durchstreichen, aber das schauen wir dann schon bei einzelnen Aufgaben.